Herzlich willkommen in Mvoshu Bokeni aus Sambia. Wir sind Yvonne und René und erobern heute unseren 6. Länderpunkt im südlichen Afrika. Seitdem wir im Februar 21 gestartet sind, die Welt auf kleinsten Pfaden zu erobern. Diese Woche reisen wir nach Sambia ein und unter anderem machen wir eine Bootstour auf dem Sambesi. Willkommen in Sambia, René. Willkommen in Sambia, meine Sonne, meine Sterne. René versucht jetzt hier gerade einen kleinen Sack Kohle zu kaufen, weil die haben immer nur die ganz großen Säcke, aber sie haben auch lose da rumstehen. Jetzt hat René einen großen Sack Kohle bekommen für 50 Kwacha. Wir müssen uns ja erst mit dem neuen Geld anfreunden. 50 Kwacha sind wohl laut unserem bisherigen Wissensstand 3,50 Euro. Nee, 3 Euro sind das. Wir haben bezahlen für Dollar. Wir bezahlen für 17 Kwacha $1. Aber man muss erst mal überlegen, hat schon mal jemand von der Währung Kwacha gehört? Unser erstes Ziel ist ja jetzt Chirundu. Das ist der Grenzposten, eigentlich der Hauptgrenzposten hier unten, wo auch der ganze LKW-Verkehr drüber hinwegläuft. Vollkommen nichtssagendes Städtchen soll das sein, aber es gibt wieder einen großen Supermarkt. Zumindest steht das in unserer App drin. Und deswegen, Käse ist alle, Schokoladenaufstrich. Luxus einkaufen. Wir nähern uns Chirundu. Wir sind ja ein bisschen abartig gefahren. Wir fahren ja jetzt quasi wieder wie zurück Richtung Simbabwe, weil wir genau auf den Sambesi jetzt zufahren. Hier fahren wir jetzt danach, nach dem Einkaufen und SIM-Karte besorgen. Wir brauchen ja jetzt wieder eine neue lokale SIM aus Sambia. Fahren wir dann hier auch den Sambesi entlang und wollen uns dann da irgendwo niederlassen. Also erstmal für $3 eine neue SIM-Karte organisieren und dann ins Paradies-Supermarkt eintauchen. Welche Wohltat nach den eingeschränkten und überteuerten Möglichkeiten von Mosambik und Simbabwe. Hier gibt es wieder alles das, was das Herz begehrt. Also wir fahren jetzt hier von Chirundu weg, sind auf einer blöden Wellblechpiste unterwegs und hier ist jetzt plötzlich ein kleines Stück Asphalt. Ich habe mich schon gewundert, dass es auf meiner Karte schon so eingezeichnet ist. Was ist hier? Ja, es gibt wohl hier auch irgendwo eine ganz fiese Piste, die echt schwer zu befahren ist. Aber die Brücken sind von den Chinesen komplett sauber instand gehalten. Also du fährst eine Piste, die kaum befahrbar ist, dann kommt eine Brücke, die ist einwandfrei und danach geht es wieder auf ganz schwierigem Terrain weiter. Wir überfahren gerade den Carrefour. Leider suboptimal zu sehen. Während mich die Dame hier so über die Piste schuckelt, werde ich ja laufend draußen schon von den Locals hier angesprochen. Nur leider verstehe ich nichts. Jetzt musste ich mir erst mal überlegen, was ist überhaupt die Sprache in Sambia? Zulu, Bantu, Shona, weiß der Teufel. Jetzt habe ich mal geguckt, also neben Englisch der Amtssprache gibt es 70 weitere Sprachen. Wie soll ich das denn lernen? Ich wollte gerade sagen, René ist ja immer so verstärkt darauf hinterher, ein bisschen die lokale Sprache zu lernen. Viel Spaß! Mvoshu Bokeni. Hallo. Auf Bemba. Scheinbar spricht ein Großteil der sambischen Bevölkerung Bemba. Die Sprache wird scheinbar auch in der Demokratischen Republik Kongo gesprochen, was mir sehr sympathisch ist. Da lohnt es sich, die Sprache auch zu lernen. Aber mein Übersetzungsprogramm kennt Bemba überhaupt nicht. Also muss ich noch ein bisschen weiter üben, wie ich jetzt erfahre. Neben meiner Sprachschule muss ich ja die Dame noch in die richtige Richtung geleiten. Denn heute wollen wir mal komplett ausflippen und gönnen uns mal so eine richtige Campsite am Sambesi. Aber guckt bitte einmal ganz kurz wieder nach vorne. Das ist so schön hier mit den ganzen Baobabs. Ich liebe es. Woods Camp ist das Ziel unserer Wahl. Ja, komm, wär's los, sag's jetzt einfach. Na, sag selbst, ich muss nichts sagen. Ich habe die ganze Zeit herrliche Aufnahmen für euch gemacht. Wunderbare Aufnahmen, ihr würdet erblassen beim Zuschauen, aber leider war die Kamera nicht an. Der René ist ein echter Meister. Ich weiß gar nicht, wie er das immer wieder schafft, egal mit welcher Kamera. Er macht an
wenn er ausmachen will und aus, wenn er anmachen will. Gegenteiltag hat SpongeBob schon erkannt. Und zur allergrößten Freude gibt es jetzt hier schon wieder Elefantenspuren und frische Haufen. Mal gucken, wie das auf unserem Camp wird. Aufgrund der reichhaltigen Besiedlung entlang des Sambesis gestaltet es sich ausgesprochen schwierig, einen freien Platz für die Übernachtung zu finden, und so steuern wir das in der App iOverlander angegebene Woodscamp an, immer ohne zu wissen, ob es offen ist oder Platz hat. Denn alle anderen angegebenen Camps sind für uns nicht bezahlbar. Apropos bezahlbar, wenn ihr uns eine Nacht auf so einem Camp oder ein paar Liter Diesel ausgeben oder auch einfach eure Wertschätzung für diese Videos ausdrücken möchtet, dann findet ihr den Link entweder in der Videobeschreibung oder auch in unserer Bio. Vielen Dank dafür. Während ich hier ein bisschen am Bosseln bin, Yvonne sich schlägt, können wir aber begleitend drüben raus über den Sambesi auf die Insel den Elefanten beim Baden zuschauen. Woodscamp ist ein ganz liebevoll angelegtes Camp. So sehen hier die Spüleinheiten aus. 3 Stück an der Zahl. Das ist echt alles ganz putzig gemacht. Alles tico-taco sauber für afrikanische Verhältnisse. Ordentliche Duschhäuschen, gekennzeichnet Women's and Men's. Und das ist echt. Echt schön gemacht. Open-Air-Duschen. Und hier kann man auch ein schönes Feuerchen machen mit Blick auf den Sambesi. Uns gefällt es hier richtig gut. Vereint es doch den Flair eines Wildcamps. Wir stehen zunächst alleine, keine 5 Meter vom Ufer des Sambesis entfernt, aber es gibt Wasser aus der Leitung in Hülle und Fülle, und unsere Gastgeberin Ruth unterhält uns immer mal wieder mit Geschichten über ihren Alltag mit Wildtieren. Und dann passiert noch etwas ganz Ungewohntes. Es kommen andere Reisende aufs Camp. Eine holländische Familie, Roxanne und Robert mit ihren 3 Jungs, Noven, Joel und Moaz, bitte entschuldigt die Aussprache, bereisen mit einem aus Joburg gemieteten Fahrzeug inklusive Offroad-Anhänger für 6 Monate Afrika. Geile Eltern. Jetzt stehen wir endlich mal ruhig. Und dann hat er Hummeln im Arsch und muss das Auto abstellen. Weil wir verbauen uns halt selbst den Blick auf den Sambesi. Ist ein bisschen schade. Super. Zur liebevollen Wartung von unserem kleinen Tempo muss ich den mal wieder abschmieren. Aber ich bin ja nur Besitzer einer Mini-Fettpresse und die habe ich hier noch nie benutzt und die muss ich jetzt händisch füllen. Das ist jetzt so ein bisschen, wie ein leckerer Brotaufstrich. Hier muss man erstmal das Fett reinstopfen, bevor man es rausdrücken kann. Ich habe ihm ein normales Haushaltsmesser ausgeliehen, weil das kann man ja bestimmt gut spülen danach. Oder ich markiere es einfach, dass er das dann immer hat. Jetzt könnt ihr mal live dabei sein, ob das hier auch funktioniert mit dieser Mini-Fettpresse. Ich bin mal gespannt. Ich gehe mal aus dem Weg. Weil Fettpressen machen ja auch gerne viel Sauerei, dass mehr nebendran geht, als dahin, wo es hin soll. So, jetzt gehen wir mal hier unten gucken. Frau Kamerafrau. Ja, ich bin ja schon dabei. Hier draufdrücken, händisch draufpressen. Okay, es kommt schon mal da raus, wo es nicht rauskommen soll. Ah, jetzt aber noch richtig drückt. Du musst noch mehr Kraft einsetzen. Oh, sagt Zement. Was machst du da? Das Fett muss nach unten, weil hier so eine Feder drin ist mit so einem Stempel, die das Fett nachdrücken muss. Und ich pumpe schneller, als das Fett nachgedrückt werden kann.
Deswegen muss erstmal das Fett komprimiert werden. Aber er hat auch wieder August an. Damit geht alles. Na, wo ist denn die Frau wieder geblieben? Ich habe hier das Brot gebacken. Aber hier links höre ich irgendwelche Geräusche. Aha. Ist doch eine gute Frau, die kümmert sich um die Wäsche. Ich kann euch ganz klar sagen, was ich unter anderem am meisten vermisse auf Langzeitreisen. Die fehlende Waschmaschine. Handwäsche geht zwar immer, gerade für kleine Sachen, aber es ist super mühsam und egal wie sehr man schrubbt und wieder ausspült, sauber oder sauberer wird's nur mit einer echten Waschmaschine. Im Vordergrund da hängen die Schlüpper, im Hintergrund der Sambesi mit Krokodilen, Elefanten und Nilpferden. Guckt euch doch mal diese schöne Katze an. Jetzt will gekrabbelt werden. Ja. Ob das ein kleiner getarnter Löwe ist, die Farbe würde ja fast hinkommen, aber ich glaube, die großen Katzen können nicht so laut schnurren. Wir laden euch jetzt herzlich zu einem kleinen Rundflug über unser Camp ein und entlang des mit 2574 Kilometer Fließstrecke viertlängsten Fluss Afrikas, dem Sambesi. Da nascht einer. So wirklich viel anders sieht der Sambesi von der anderen Uferseite auch nicht aus. Das Einzige, was ist wirklich, der Sonnenuntergang ist versteckt. Er ist um die Ecke. Jetzt sitzen wir hier am Sambesi und die Hippos kommen immer näher. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich das gut oder schlecht finde. Wenn jetzt so ein Hippo hier rauskommt, dann werde ich wahrscheinlich sehr nervös. Also Ruth, unsere Gastgeberin, hat gesagt, die Tiere sind hier es gewohnt, weil alles privater Grund ist wohl hier am Ufer, dass man sie nicht verjagt, man nicht böse mit ihnen ist und deswegen sind sie wohl auch sehr entspannt. Auch die Elefanten, die uns scheinbar nachher noch besuchen werden. Oh, ja. Jetzt bekommen wir gerade Besuch. Ich wollte gerade mal das Brot wegräumen und da hinten kommt der Elefant. Ah! Jetzt bin ich hier wieder völlig fasziniert wegen dem Elefanten, als wäre das mein erster Elefant, den ich sehe. Aber das ist immer wieder ein spannendes, spektakuläres Erlebnis, wenn man so nah an diese Tiere rankommt. Jetzt stehe ich ja auch noch draußen, bin hier halb im Spülmodus und turnt da der Elefant rum. Darf ich euch meine Wildlife-Assistentin Yvonne vorstellen? Was hast du denn vom Rohr? Elefanten,
15 Stück. Aber ich kann nur sagen, ich stehe quasi unter diesem Dach und bin ja präsent wie ein doppelt so großer Bulle. Ihr steht da alleine und seid präsent für euch. Ich habe denen aber gezeigt, wo der Hammer hängt. Ich hab keine Ahnung. Geh doch her. Ja, so geht das. Oh ja, das zeigt sicherlich Wirkung. Nur ist die Frage, wo. Die hiesigen Elefanten lassen sich auf jeden Fall nicht eine Sekunde aus der Ruhe bringen. Und jetzt mal wieder zu einem eigenen Thema. Wenn euch die Filme gefallen, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Haut auf den Abo-Button und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Hinterlasst uns einen Daumen hoch und erzählt uns, was euch so gefällt. Wir freuen uns immer über die Kommunikation mit euch. Das hilft auch, unserem Kanal weiter zu wachsen, was automatisch ein Lob ist für all die Arbeit, die wir in die Filme stecken und erfreut uns natürlich total. Auch hier von Herzen vielen Dank. Der Trupp der Elefanten, es sollen alles Bullen sein, überquert nach seinem Besuch bei uns im Camp in einiger Entfernung den Sambesi in Richtung Simbabwe, was ja gerade auf der anderen Flussseite liegt. Dabei können wir wieder erleben, wie verspielt sie unter anderem miteinander sind. Gerade im Wasser ist das gerne zu sehen, immer wieder einmalig anzuschauen. Wir machen uns bereit. Wir fahren gleich mit dem Boot, das da draußen schon bereit ist. Da steht schon das Boot und wir machen jetzt eine Flusscruise, Flussfahrt. Das haben unsere Nachbarn arrangiert gestern und wir dürfen uns da anschließen. Das, was ihr gerade gesehen habt hier, das ist unsere Picknicktasche. Hier, ich habe Nudelsalat bereitet mit Hühnchen heute. Ein paar Teller und Tassen sind da drin. Die Stubby-Holder, dass das kalte Bier gleich rein kann. Und hier habe ich heimlich eine Flasche Wein eingepackt. Und das Wasser. Wenn man mit 3 Kindern reist und eine Bootsreise macht, eine Bootstour für den Abend, muss man auch den Kinderhochstuhl mitnehmen. Ganz klar. So, this is our captain. Nach einer kurzen Einweisung über die Verhaltensregeln während unserer Bootstour, gerade bei Begegnungen mit Tieren, geht es dann los. Wir befahren den weit verzweigten Sambesi in Richtung Osten und treffen zunächst auf einen einzelnen Bullen auf einer Grasinsel im Fluss, dem wir sehr nahe kommen. Beim Trinken zeigt sich eine Besonderheit. Sobald er den Rüssel zum Maul führt und dadurch Spannung auf seine Haut kommt, rieselt das Wasser aus mehreren Löchern wie bei einem Sieb wieder heraus. Sehr wahrscheinlich wurde er von einem Krokodil attackiert und die Löcher sind die Überbleibsel dieser Auseinandersetzung. Bei einem Füllvolumen von bis zu 8 Litern pro Rüsseleinheit werden die paar Tropfen aber nicht so ins Gewicht fallen. Und wenn er ihn bei Tauchgängen als Schnorchel nutzt, ist die Haut ja wieder gerade und hoffentlich dicht. Übrigens trinken Elefanten bis zu 200 Litern am Tag. Die Chiefs hier vorne kriegen in ihren Chefsesseln jetzt ihr Picknick. Meer van die. Ja, eerst gaat iedereen even eten, ja. Eerst je aardappeltjes even lekker opeten. Das gefällt der Dame jetzt, ne? Luxus. Das ist einfach Luxus. Das ist einfach perfekt. Da bin ich ja froh, wenn die Frau Luxus empfindet, wenn sie ja selbst mitgebrachtes Essen essen darf. Total. Genügsam. Das ist auch gut so. Wer bitteschön kann solche Eindrücke keine 50 Meter von sich entfernt nicht als Luxus empfinden? Für uns ist das Privileg, das alles ohne Zeitdruck erleben zu dürfen, der pure Luxus. Aber jetzt lasst uns einfach nur gemeinsam genießen.
Wir möchten uns auch diesmal für manch schlechte Ton- oder auch Bildqualität entschuldigen, aber wir hatten zu dieser Zeit eklatante Technikausfälle und mussten meist auf unsere Handys ausweichen. Da fängt Mana-Puls an. An dem Baum mit dem weißen Zeichen. Hier ist die Grenze zu Mana-Puls. Wir kriegen gerade gesagt, dass der letzte Regen hier im Februar gefallen ist und jetzt haben wir Mai. Von der Wasserseite lassen sich die großen Kolonien der Bienenfresser, die ihre Nester in die steilen Uferzonen hineingraben, hervorragend beobachten. Leider sind vom Boot heraus ruhige Aufnahmen extremst schwer, so seht es uns etwas nach. Die Eindrücke jetzt zu Sonnenuntergang sind unbeschreiblich schön und ein jeder versucht, die Bilder in sich aufzusaugen, sowohl mit der Kamera wie aber auch mit den eigenen Sinnen. So, Sonnengang ist vorbei und jetzt geht's zügiger zurück zum Camp. Ich weiß nicht, ob ich Sonnenuntergang gesagt habe oder was anderes. Jetzt wird's laut! Welch ein wunderbares Erlebnis, gerade auch mit den 3 Jungs, die lautstark alles mitgemacht haben. Daher gab es diesmal nicht so viel Naturgeräusche, aber dafür einen herrlichen Familienausflug, der uns großen Spaß gemacht hat. Mit Kindern auf diese Art zu reisen, ist in unseren Augen unbezahlbar und macht sie von klein auf zu weltoffeneren Menschen. Davon bin ich zumindest total überzeugt. Hier noch einmal die herrliche Aussicht vom Woods Camp auf den Sambesi. Ich werde aber heute diesen Platz hier verlassen, denn wir wollen noch mal in Richtung vom Lower Zambezi National Park fahren. Auch wenn wir nur 2 Tage oder quasi 3 Tage hier gestanden haben, es ist immer wieder das Gleiche. Man muss räumen, machen und tun. Wasser tanken. René muss jetzt wieder das Wasser vom vorderen Tank auf den hinteren Tank umfüllen, weil das Wasser, was wir hier aus der Leitung bekommen, scheint wieder Sambesi-Wasser zu sein und das ist nämlich ganz schön braun. Man sieht es nicht ganz so gut, aber es ist eindeutig beige gefärbt. Wir fahren Richtung Lower Zambezi National Park. Nun geht's jetzt durch dieses Tor. Der Weg wird immer enger. Die Frage stellt sich, ob das richtig ist, was wir tun. Also hier ist jetzt in irgendeiner Form eine Unterkunft, aber hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Wir müssen drehen. Ist alles nicht so einfach, wo wir hier hinkommen und sollen. So, jetzt kreuzen wir hier mal kurz den Airstrip am Lower Zambezi. Mal schnell gucken, dass hier auch kein Flieger kommt. Und Yvonne, was gesehen? Nein. Ich hier drüben auch nicht, also rüber geht's. Und schon sind wir wieder weg. Aber das ist bestimmt hier nicht die legitime Piste hier, die ist wahrscheinlich nicht clever. Ich glaube, wir kriegen viel Dudu. Wir bewegen uns ja gerade hier so ein bisschen in so einem, ja, ich sag mal, halblegalen Status mal wieder, weil das irgendwie alles Private Property und was weiß ich ist. Und jetzt da eben über das Flugfeld dann noch zu fahren, das schien mir etwas zu gewagt. Und deswegen haben wir da jetzt wieder umgedreht. Wir müssen ja noch ein bisschen gucken. Eigentlich wollten wir hier irgendwo ein Bushcamp machen, weil
die Lodges, bei denen man campen kann, extremst horrende Preise haben und da habe ich irgendwie nicht so richtig die Lust zu. Ja, also jetzt kurven wir hier mal ein bisschen weiter und gucken mal, wo wir vielleicht einen Platz zum Übernachten finden. Nacho? 6 Uhr morgens, Game Drive Zeit. Unsere Nachbarn sind auch schon wach und machen sich fertig. Gleich geht's los in den Lower Zambezi National Park. Ich bin so vergesslich, vor allem um diese Zeit. 7:05 Uhr, es geht los. Etwas später als sonst. Bye bye! Etwas später als sonst, einfach der Familie geschuldet. Aber die mussten ja wirklich noch viel ausladen. So, jetzt erstmal nach Spuren gucken. Wir fahren mit einem offenen Fenster. Mit welchem? Ein Badezimmerfenster. Wer war da zuletzt drin? Ups, ich war's wohl. Um diese Zeit kann man hervorragend immer Spuren im Feschfesch oder im Sand erkennen, wenn nicht so viele Autos drüber gefahren werden schon. Wir sind halt relativ spät und es waren wahrscheinlich schon 2, 3, 4 Safari-Autos hier drüber und alle Spuren sind verwischt. Aber man sieht viele Elefantenspuren, einige kleine Katzen und eine dreckige Scheibe. Hier kann man jetzt mal CC-Fliegen fallen sehen. Also wir wissen nicht genau, wie das funktioniert. Ob da irgendetwas drinnen ist, das könnte ich jetzt noch mal eruieren kurz. Da ist was drin. Ja, ich gehe davon aus, dass da irgendwie was drin ist, dass die halt da vielleicht reinbeißen oder Da ist ein Fläschchen drin. Der und wird dass wahrscheinlich. die da vielleicht drauf, dass die da drauf gehen und dann sich dadurch vielleicht vergiften. Keine Ahnung. Ja, ich schätze mal, da ist ein Insektizid wahrscheinlich drin, was die da drauf machen, wo die Tiere dran gehen und ja, das dann vielleicht nicht überleben. Jetzt ist es spannend, ob wir ein echtes River Crossing brauchen, weil wir fahren jetzt ins Flussbett rein. Ja. Und wie bin ich durchs Wasser gefahren? Ach, so schön. Das hast du so gut gemacht. Hier ist jetzt das Gate zum Lower Zambezi National Parks, der genau gegenüber von Manapuls eben nur in Simbabwe liegt. Doch was wir dort erleben, das zeigen wir euch erst nächste Woche. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und das Interesse an unserem Kanal. Empfehlt uns gerne weiter und habt einfach eine tolle Woche. Wir sagen Tschüss und Bye-bye bis nächsten Sonntag.